Hallo und ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt. Ich habe heute einen Gast dabei. Ja, ich mache heute Cindys Braut-Make-up. Cindy heiratet bald und einige von euch haben mir geschrieben, dass sie sich mal ein Tutorial zu einem Braut-Make-up wünschen. Ich fand es irgendwie total weird, mich selbst als Braut zu schminken. Da habe ich mir einfach eine zukünftige Braut gesucht. Ja, und ich bin schon richtig gespannt, was es wird und wie es wird und überhaupt. Ich suche ja selber noch Inspiration für mein Make-up, von daher. Vielleicht wird das ja heute was. Ja. Übrigens haben wir eben auf Cindys Kanal auch einen Live-Test abgedreht. Schaut gerne mal in der Infobox vorbei und dann verlinke ich euch das Video von Cindy und mir dort auch. Ja. Könnt ihr da nochmal vorbeischauen. Und ich würde sagen, starten mit dem Video. Los geht's. Viel Spaß dabei. So, Cindy hat Milo auf dem Schoß und heute hat Cindy mal die super süßen Klammern hier an der Seite und nicht ich. Und ich starte mit dem Primer und ich nehme den Hangover X Primer von Too Faced. Der ist Vertical-spendend und der riecht fabelhaft nach Kokos. Oh, kenne ich tatsächlich gar nicht. Nee? Habe ich noch nie benutzt. Von Too Faced habe ich auch nur ein Highlight, sonst habe ich gar nichts von denen. Ich habe übrigens gerade frisch die Hände gewaschen und das trage ich immer mit den Fingern auf. Es ist am einfachsten. Das riecht echt mega gut. Dann geht's auch schon los mit der Foundation. So wie ich Cindy angeschaut habe, meine ich, dass die Farbe 1W2 Cent passen müsste. Das ist die Double Wear Foundation von Estee Lauder. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Ich habe nämlich auch diese Foundation und ich mag sie gar nicht. Was? Ja, ich habe sie aber zweimal probiert. Ach so, vielen Dank. Das letzte Mal, glaube ich, Ende des Jahres, also Ende 2018. Und jetzt hat sich meine Haut aber auch komplett geändert. Du hast eben auch gar nichts gesagt, als ich die rausgesucht Ja, habe. ich habe sie gar nicht richtig wahrgenommen. Und jetzt gerade habe ich sie gesehen und dachte so, was? I gotta tear this wall apart to let you in. My friends say the time's running out, so take the chance. Cindy hat es so gut wie gar nicht nötig, aber trotzdem helle ich jetzt ihr Gesicht ein bisschen auf, beziehungsweise so ein paar Partien unter den Augen, hier am Lippenherz und auch auf dem Nasenrücken, weil das Ganze halt einfach das Gesicht nochmal ein bisschen schmeichelt mit dem One Drop Coverage Concealer in der Farbe 020 Nude Beige. Da reicht wirklich ein Tropfen. Echt? Der hat so eine krasse Den Decke. kenne ich gar nicht. Nee? Den habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe den 1000-mal hier, ich gebe den dir einmal mit. Echt? Ja. Jackpot. Gleich hier was mitgenommen. Abgestaubt, yay! Meine polnischen Gene kommen durch. Move, 'cause the store won't stay open till the end. Won't you tear my world apart? 'Cause I know I need a start. Wer meine Videos schon länger schaut, weiß, dass ich das Studio Fix Plus Powder von MAC super gerne mag. Und auch die Farbe stelle ich mir passend für Cindy vor. Das ist Powder Plus Foundation, also es settet das Make-up nochmal richtig schön ab und gibt zusätzlich nochmal eine leichte Deckkraft oben drüber. Ich liebe das einfach. Let you in. When it's over, I will see what I've done. Let it go too soon. Oh. Die Partie unter den Augen haben wir ja aufgehellt und damit das auch so bleibt, verwende ich auch ein aufhellendes Puder und zwar das Brighten Up Banana Powder von Essence und das trage ich mit einem Pinsel auf. Nicht zu viel, das kann ziemlich cakey aussehen, deswegen etwas vorsichtig, aber trotzdem schön draufpressen, damit der Concealer auch den ganzen Tag da sitzen bleibt und auch die Freudentränen übersteht. Ne? I'll be stronger if you just step right in. 'Cause I need a start. Cindy braucht es fast gar nicht mehr, weil sie ja beim Microblading war. Ja. Aber trotzdem fülle ich hier die Augenbrauen noch leicht auf mit diesem Eyebrow Styler hier von MAC in der Farbe Stylized. Das ist so ein aschiger Ton. Let you in.
So, jetzt geht's ans Augen-Make-up und ich habe mich für die Revolution Flawless 4 entschieden, weil die hat einfach eine richtig schöne Auswahl und ich glaube auch sehr brauttaugliche Lidschatten drin. Ja. Ne? Und von hell bis dunkel, ich glaube, da kann ich einen richtig schönen Look mit schminken. Und ich starte mit dieser Farbe hier. Leider sind sie nicht beschriftet und sie sehen auch sehr identisch aus, aber das ist dieser Ton, den ich jetzt in die Lidfalte gebe und etwas darüber hinaus blende. Oh, ich bin gespannt. Oh, auf den Lidschatten. Days pass and I'm still the same. Jetzt gehen wir eine Nuance dunkler und zwar nehme ich diesen Ton und den gebe ich jetzt mit einem etwas präziseren Pinsel direkt in die Lidfalte rein. Inside my head, and I can't stop. Und noch ein bisschen Concealer genommen und damit gehe ich jetzt über Cindys Augenlid und mal ihr so eine leichte Cut Crease ein. Thinking about what you said. I gotta tear my wall apart. Ich habe jetzt diese Love Palette hier genommen, das ist die Rose X Palette von Love und ich nehme den Ton Smart, auch mit einem flachen Lidschattenpinsel und presse das Pigment auf die Cut Crease. It's the only way to start to let you Und es geht so leicht ins Bräunliche, nehme ich wieder mit einem Blenderpinsel auf und gebe das Ganze in den äußeren Augenwinkel und blende das Ganze in die Cut Crease ein. over. I will see what I've done, letting go too soon. So, ich baue jetzt den unteren Wimpernkranz auf mit den beiden Farben, die ich auch auf dem Augen-Make-up verwendet habe. Also einmal mit dem Ton, den ich in die Lidfalte gegeben habe als allererstes und dann gebe ich den dunklen Ton direkt am Wimpernkranz drüber, um das Ganze zu verdichten und um das Augen-Make-up miteinander zu verbinden. I'll be stronger if you just step right in, 'cause I need a start to let you in. So, jetzt kommt der City Bronzer hier zum Einsatz von Maybelline in der Farbe 250 Medium Warm. Und damit wärme ich jetzt einfach noch ein bisschen Cindys Gesicht auf, zeichne ihr so eine Kontur ein. Und ich finde den voll schön, der ist voll natürlich. Dann nehme ich den Chocolate Soleil Bronzer von Too Faced. Der ist etwas wärmer. Und da gehe ich jetzt nochmal grob rüber und verblende die Kontur. Sieht mega schön aus von der Verpackung. Ist er auch. Und der riecht nach Schoki. Oh mein Gott! Richtig so, als wenn du reinbeißen Nach könntest. Ne? Kinderschokolade. Ja, apropos, habe ich da noch liegen? Willst du? Oh nee. Oh nee, ich muss noch ins Kleid passen. Oh nee. It's the same old story being told inside my head. I'm too shy to. Den habe ich auch. Den will ich wahrscheinlich echt für mein Hochzeits-Make-up nehmen. Ja, der ist auch. Das ist wirklich ein All-Time-Favorite. Also der geht immer. Ja. Ob zur Hochzeit, ob im Alltag, ob auf dem Abend-Make-up oder einfach nur lose. Also der geht immer, ne? Das ist so eine schöne Farbe. Mac Melba, by the way. Straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart. So, damit das Puder und die Foundation und alles sich einfach gerade ein bisschen schöner verbindet, werde ich jetzt das MAC Fix Plus verwenden und das Ganze mit diesem Real Techniques Beauty Schwamm, das ist extra so ein Setting-Schwamm, fixieren, sodass alle Pudersachen schön zusammen sind. Einmal Augen Nice. zu. Let you in. My friends say the time's running out, so take the
nach dem Setting Spray nehme ich immer direkt den Highlighter. Und hier nehme ich den Too Faced Love Light Ray of Light Highlighter. Der ist so schön. Boah, der sieht mega schön aus. Ja, aber das Krasse ist, der macht so einen richtig natürlichen Glow. Echt? Das ist nicht so ein typischer Instagram-Highlighter und boom, sondern der sieht auf Fotos wahnsinnig schön aus. Und das ist ja auch gerade, oder wenn das Licht so schön scheint, ne? Ich bin ja voll der Highlighter-Freak. Ja. Und ich hole mir immer neue Highlighter. Und der ist so richtig zart. Also der sieht so richtig, als wenn deine Haut Ich bin natürlich gespannt. glowt. Okay. Vielleicht muss ich mir den dann auch noch holen. Das ist mal wieder ein MAC-Produkt, also ein MAC Lippenstift in der Farbe Nikki's Nude. Der ist richtig schön. Trage ich heute übrigens auch und den trage ich Cindy jetzt auch mit einem Lippenpinsel auf. Make a move, 'cause the store won't stay open till the end. Won't you tear my world apart? 'Cause I know I need a start to let you in. Ich glaube, ich bin fertig. Ich nehme dir einmal die Olschen Klammern hier raus. Mit einer Ja. richtigen Hochsteckfrisur sieht es natürlich auch nochmal ganz Ja. anders aus. Aber du hast ja schon so schöne Locken gemacht. Extra für mein Braut-Make-up heute. Wow! Wow. Wow. Krass, das Augen-Make-up. Ey, das sieht ja mal richtig heftig aus. Boah. Okay, das ist wirklich heftig. Und der Highlight ist voll schön. Der ist schön, ne? Der ist nicht so doll, finde ich. Der Ja. ist so richtig, der sieht auf Fotos mega Boah, der nice ist aus. echt schön. Ist natürlich Geschmackssache, ne? Es gibt Bräute, die möchten gerne einen Full-Face-Glam-Look haben. Es gibt aber auch Bräute, die wollen so einen natürlichen Look Sieht haben. mega schön aus. Aber wir haben gedacht, heute zeigen wir euch mal einen Glam-Look, damit ihr auch ja, was zu sehen habt. Weniger geht natürlich immer. Tja, wenn euch das Video gefallen hat, dann unterstützt uns ganz gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, bei Cindy vorbeizuschauen. Und nicht vergessen, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut es doch super gerne mal hier an der Seite. Dann verpasst ihr auch zukünftig keine Videos mehr von mir. Und Auf ich jeden sage Fall. bis bald. Tschüss. Tschüss.